Wenn du deutscher Vorruheständler oder Ruheständler bist und planst, deine steuerliche Situation zu optimieren, indem du ins steuergünstige Ausland umziehst, dann musst du dich unbedingt mit den Doppelbesteuerungsabkommen beschäftigen, die Deutschland geschlossen hat. Denn alleine darin wird definiert, wo deine Ruhestandsbezüge zu versteuern sind. Möglicherweise in Deutschland, möglicherweise in deinem neuen Wohnsitzland oder auch möglicherweise gar nicht. In diesem Video wollen wir uns einmal grundsätzlich mit dieser Frage befassen und dann gleichzeitig auch noch 15 interessante Wohnsitzstaaten für Vorruheständler und Ruheständler vorstellen und wie sie dort ihre Ruhestandsbezüge steuerlich optimieren können. Noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Ende September 2024 findet in London unser Seminar Ruhestand im Ausland statt. Dort werden wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, die wir jetzt auch hier in diesem Video diskutieren und natürlich noch mit ganz anderen Fragen. Zum Beispiel, wie kannst du dich hier vor der Übergriffigkeit der EU schützen? Vor dem EU-Kontenregister, vor dem EU-Vermögensregister, möglicherweise vor einer EU-Vermögensteuer. Wie kannst du deine Kinder und Enkelkinder vor der Wehrpflicht schützen? Wie kannst du Vermögen im Ausland aufbauen? Wie kannst du Immobilien im Ausland aufbauen? Wie kannst du relativ einfach Aufenthaltsgenehmigungen als Ruheständler im Ausland erwerben? Und so weiter und so weiter. Das sind genau die Themen, die wir in London besprechen werden. Es werden 2 spannende Tage sein bei diesem deutschsprachigen Seminar. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Wie immer bei solchen Veranstaltungen bei uns kannst du deinen Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner oder eine andere Person kostenlos mitbringen. Alle weiteren Informationen zu dieser Veranstaltung packen wir hier in den ersten Kommentar zu diesem Video rein, der auch gepinnt ist. Nun aber zurück zu unserem Thema. Wie ich es schon eingangs gesagt habe, ist die Existenz eines Doppelbesteuerungsabkommens entscheidend, wenn du als Vorruheständler oder Ruheständler ins Ausland ziehst. Grundsätzlich ist es so, dass sämtliche Ruhestandsbezüge in Deutschland versteuert werden müssen. Es gelten nur dann Ausnahmen, wenn sie in Doppelbesteuerungsabkommen definiert sind. Wenn du also in ein Land umziehst, das kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat, dann sind deine Einkünfte in Deutschland zu versteuern, wenn du zum Beispiel nach Dubai umziehst. Und wenn du nun Steuern auf deine deutschen Ruhestandsbezüge bezahlen musst in Deutschland, fällt natürlich der Freibetrag weg und du versteuerst dir gleich im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht. Das heißt, du zahlst höhere Steuern, als wenn du in Deutschland wohnen würdest. Hier musst du dir also sehr genau Gedanken dazu machen, ob sich das dann wirklich lohnt für dich, steuerlich wenigstens im Ausland zu wohnen. Vielleicht hast du ja andere Auskommensmöglichkeiten, vielleicht hast du noch Kapitalerträge und so weiter, sodass dich hier im Grunde genommen die Ruhestandsbezüge nicht weiter jucken. Aber wenn es darauf ankommt, dann ist natürlich schon die steuerliche Planung ziemlich wichtig. Du kannst immer sagen, wenn du im Ausland wohnst und 90% deiner Bezüge aus Deutschland bekommst, dass du dich freiwillig in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig meldest, dann ändert sich steuerlich gesehen überhaupt nichts. Du zahlst weiterhin Steuern in Deutschland und würdest dann in deinem neuen Wohnsitzland eben keine Steuern auf entsprechende Einkünfte, die schon in Deutschland versteuert wurden, bezahlen. Also, Quintessenz, es ist wahnsinnig wichtig, dass du dich mit den Doppelsteuerungsabkommen auseinandersetzt. Man muss sagen, dass diese hinsichtlich der Ruhestandsbezüge ziemlich kompliziert sind. Man kann ja eigentlich nicht davon sprechen, dass es hier allgemeine Regeln gibt. In den DBAs wird zum Beispiel vielfach getrennt behandelt, wie zum Beispiel Sozialversicherungsrenten, also staatliche Renten zu besteuern sind, wie Bezüge aus der betrieblichen Altersvorsorge zu versteuern sind, auch zum Beispiel wie Beamtenpensionen oder jene Ruhestandsbezüge von Personen, die im öffentlichen Dienst gearbeitet haben, zu versteuern sind. Da gibt es also alle möglichen unterschiedlichen Klauseln in den Doppelsteuerungsabkommen. Es ist daher wichtig, dass du dich von einem qualifizierten Steuerberater oder Rechtsanwalt dazu beraten lässt. Anders wird es nicht gehen. Wir können dir gerne einen entsprechenden Steuerberater oder Anwalt in Deutschland empfehlen. Normalerweise wird dann
ein kleines Gutachten gemacht, sage ich mal in Anführungszeichen. Man würde eigentlich eher dazu sagen, es ist ein Textmemo. Das ist mehrere Seiten lang, 4, 5 Seiten, jetzt sicherlich kein dickes Buch oder so, wo dann letztlich hier ermittelt wird, wo du deine Steuern auf Ruhestandsbezüge zu bezahlen hast, wenn du in ein bestimmtes Land umziehst. Besonders wichtig ist das natürlich vielfach auch bei Einmalzahlungen. Auch hier gelten spezielle Regeln. Da kann man auch hier nicht verallgemeinern. Das kann natürlich besonders interessant sein, wenn du eine hohe Einmalzahlung erwartest und die ist dann möglicherweise in Deutschland steuerfrei und je nachdem, in welchem Land du dann lebst, dort möglicherweise nur sehr gering oder gar nicht besteuert. Wenn du dann als Vorruheständler und Ruheständler im Ausland lebst, dann ist das Finanzamt Neubrandenburg für dich zuständig. Die haben eigentlich eine sehr interessante und hilfreiche Webseite, die ich jetzt mal eben einblenden möchte. Hier werden alle möglichen Details zur Besteuerung von Renten im Ausland erklärt. Auf dieser Seite sind zum Beispiel auch eine Reihe von Ländern aufgeführt, die es in sich haben. Lebst du nämlich in einem dieser Länder, dann darf Deutschland die deutsche Rente nicht besteuern. Nur dieses Land hat dann ein Besteuerungsrecht auf die deutsche Rente. Ganz wichtig wiederum musst du jetzt beachten, was ich gerade eben gesagt habe. Wir reden jetzt von der deutschen Rente, von der staatlichen Rente, von der Sozialversicherungsrente, nicht von der betrieblichen Altersvorsorge. Die ist möglicherweise anders gehandhabt. Ja. Hier geht es jetzt tatsächlich um die staatliche Rente. Und übrigens, wenn du zum Beispiel Arzt bist oder Anwalt und du hast in ein Versorgungswerk einbezahlt, dann gelten diese normalerweise im Kontext der Doppelbesteuerungsabkommen ebenfalls als staatliche oder Sozialversicherungsrenten. Also zum Beispiel lebst du in Albanien, dann bekommst du deine Rente brutto ausbezahlt aus Deutschland und musst dich dann darum kümmern, dass du hier Steuern in Albanien darauf bezahlst. Albanien ist ein attraktives Land, wir kommen nachher nochmal kurz darauf zu sprechen. Dort sind nämlich Renten steuerfrei. Das heißt also, dass du im Endeffekt überhaupt keine Steuern auf deine Rente bezahlen musst. Etwas bizarr finde ich nun, dass diese Liste hier sehr unvollständig ist. Es gibt viele Länder, die auf dieser Liste fehlen, auch ganz bekannte Länder, zum Beispiel die Schweiz oder Portugal. Warum das so ist, kann ich mir nicht erklären, aber diese Liste müsste eigentlich viel länger sein. Uns liegt die vollständige Liste vor. Ich würde sagen, sie ist ungefähr doppelt so lang wie die Liste der hier veröffentlichten Länder. Was dir sicherlich auffällt bei dieser Liste ist, dass etliche Länder des ehemaligen Jugoslawiens hier auftauchen. Sie verwenden immer noch das Doppelbesteuerungsabkommen, das Deutschland damals mit Jugoslawien abgeschlossen hat. Das Gleiche gilt auch für Länder der Russischen Föderation. Hier wird auch das Doppelbesteuerungsabkommen der ehemaligen Sowjetunion weiter verwendet. Oder eben auch zum Beispiel für Tschechien und Slowakei. Hier wird das Doppelbesteuerungsabkommen von damals der Tschechoslowakei mit Deutschland weiter verwendet. Wir wollen uns nun mal ein solches Doppelbesteuerungsabkommen anschauen, um mal ein konkretes Beispiel zu machen. Ich nehme mal das Beispiel von Thailand. Über Thailand haben wir ja schon vielfach berichtet hier auf diesem Kanal. In Thailand war es bisher so, dass man auf ausländische Einkünfte überhaupt keine Steuern bezahlen musste. Das war also sehr attraktiv für deutsche Rentner, ähnlich wie Albanien, das ich gerade eben erwähnt habe. Das heißt, wenn du in Thailand gelebt hast, wurde deine deutsche Rente nicht in Deutschland besteuert, du hast diese brutto ausbezahlt bekommen und in Thailand wurde sie dann auch nicht besteuert. Das heißt, sie war eben auch hier dann wieder steuerfrei. Jetzt hat sich das Ganze geändert. Jetzt müssen Auslandseinkünfte, die nach Thailand überwiesen werden, dort versteuert werden. In Zukunft will man möglicherweise das gesamte Welteinkommen dort versteuern. Ich würde nun einmal das deutsch-thailändische Doppelbesteuerungsabkommen öffnen und den entsprechenden Paragraphen einmal näher mit dir analysieren. So, hier sehen wir schon das Doppelbesteuerungsabkommen Thailand-Deutschland aus dem Jahre 1968. Interessant ist, dass gerade die älteren Doppelbesteuerungsabkommen hier vielfach interessant sind. Deutschland würde niemals heute mehr ein solches DWA hier verabschieden. Heute versucht Deutschland, wie gesagt, die Besteuerung in Deutschland durchzusetzen von deutschen Renten. Aber damals war alles anders.
Das heißt, tendenziell kann man sagen, dass die älteren DBAs interessanter sind. Das Gleiche gilt übrigens für Griechenland oder Portugal und andere Länder. Hier sind jeweils auch ältere DBAs nach wie vor gültig. So, nun werde ich mal gleich hier scrollen zu dem Abschnitt, wo es dann um die Renten geht. Das ist normalerweise Paragraph 18. So, Artikel 18, hier sind wir. Ruhegehälter und andere Vergütungen für frühere unselbstständige Arbeit sowie Renten, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person bezieht, können nur dann im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn diese Vergütungen bei der Ermittlung der Gewinne eines Unternehmens dieses anderen Staates oder einer in diesem Staat gelegenen Betriebsstätte als Ausgaben abgezogen werden. Interessanter Artikel. Was hier nämlich drinsteht, ist eigentlich, dass sämtliche Ruhegehälter und Vergütungen für frühere unselbstständige Arbeit und Renten nicht in Deutschland, sondern in Thailand besteuert werden können und umgekehrt. Wohnt ein thailändischer Rentenbezieher in Deutschland, dann werden seine Renten dort besteuert. Mit einer Ausnahme, und diese Ausnahme sind eben sogenannte Betriebsrenten. Und hier muss ich jetzt wieder darauf hinweisen, auf das, was ich schon vorhin gesagt habe. Hier sind tatsächlich die Bestimmungen für die verschiedenen Arten der Ruhestandsbezüge unterschiedlich. Denn dieser Artikel hier sagt aus, dass wenn man zum Beispiel eine Betriebsrente erhält oder Ruhestandsbezüge, die jetzt nicht von einer separaten Pensionskasse des Unternehmens bezahlt werden, sondern letztlich aus den Betriebsausgaben dieses Unternehmens finanziert werden, dann sind sie nicht in Thailand zu versteuern, sondern in Deutschland. Das heißt also, Sozialversicherungsrenten, gesetzliche Renten sind in Thailand zu versteuern. Da es in Thailand aber keine Besteuerung, zumindest früher, auf diese Renten gab, war es lange Jahre steuerfrei in Thailand. Mittlerweile muss man, wie gesagt, ausbezahlte und nach Thailand überwiesene Renten in Thailand versteuern. Aber für Betriebsrenten gilt das nicht, beziehungsweise für Betriebsrenten würde das nur gelten, wenn sie über eine separate betriebliche Pensionskasse letztlich ausbezahlt wird. So, nun haben wir also am Beispiele Thailands erklärt, wie es dazu kommt, dass deutsche Renten in Deutschland nicht besteuert werden, aber dafür Thailand das Besteuerungsrecht hat. Aber im Falle Thailands dieser Staat lange sein Besteuerungsrecht hier nicht in Anspruch genommen hat. Das ändert sich nun. Und dort gibt es eben weitere Länder, die entsprechend hier großzügig mit deutschen Ruhestandsbezügen umgehen. 15 solcher Länder möchte ich dir nun kurz vorstellen. Hier habe ich eine alphabetische Liste vorbereitet. Mir ist schon klar, dass diese Länder natürlich zum Teil exotisch sind. Wahrscheinlich würde man nicht dahin umziehen, nur um jetzt hier weniger Steuern auf die Rente bezahlen zu müssen. Aber vielleicht interessiert ja den einen oder anderen auch hier die exotischen Länder. Im Wesentlichen geht es mir darum, hier zu erklären, um was es im Prinzip geht. Wie gesagt, man muss sich dann sowieso, wenn du eine konkrete Auswanderung planst, mit deinen Wunschländern detailliert auseinandersetzen und prüfen, wie es sich hier steuerlich verhält. Hier nun also die Liste der Länder. Albanien, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, keine Steuern auf die deutsche Rente und in Albanien selbst sind Renten dann steuerfrei. Das heißt, hier kannst du komplett steuerfrei von deiner Rente leben. Die Lebenshaltungskosten in Albanien sind ja relativ moderat. Australien, ein weiteres Land, auch hier keine Steuern auf deutsche Renten. Natürlich muss die deutsche Rente dann in Australien versteuert werden. Allerdings hat Australien eine ganz interessante steuerliche Vorteilsklausel und diese besagt, dass Personen mit einem nur temporären Visum, die sich in Australien aufhalten, also wenn du ein 2, 3 oder 4 Jahresvisum hast, also keine Daueraufenthaltsgenehmigung, auf ausländische Einkünfte keine Steuern bezahlen musst. Das heißt, du könntest hier wenigstens für einige Jahre komplett steuerfrei in Australien von deinen Ruhestandsbezügen leben. Ein weiteres Land ist Bolivien. Auch hier ist es so, dass wenn du in Bolivien lebst und eine deutsche Rente bekommst, dann ist diese steuerfrei in Deutschland. Das heißt, wird keine Steuer abgezogen. Und in Bolivien wiederum sind sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei.
Hier wird nach Territorialsystem besteuert. Das heißt, Steuern sind nur fällig auf Einkünfte aus bolivianischer Quelle. Nächstes Land auf unserer Liste ist Griechenland. Darüber haben wir auch schon vielfach auf diesem Kanal gesprochen. Griechenland sind zwar die deutschen Renten da nicht steuerfrei, aber man muss nur 7% Steuern auf die ausländischen Renten und sämtliche ausländischen Einkünfte, inklusive zum Beispiel auch Kapitalerträge, bezahlen. Dann folgt Jamaika, eine wunderschöne Insel in der Karibik. Auch hier ist es so, dass wenn du in Jamaika wohnst, wird die deutsche Rente in Deutschland nicht besteuert und in Jamaika sind sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei. Es handelt sich ja bei Jamaika um eine ehemalige britische Kolonie. Die haben hier den Non-Dom-Status letztlich übernommen. Daher alle Auslandseinkünfte, nicht nur die Rente, auch Kapitalerträge und so weiter, sind in Jamaika steuerfrei. Nächstes Land auf unserer Liste ist Marokko, auch ein wunderschönes nordafrikanisches Land, günstige Lebenshaltungskosten. Wenn du in Marokko wohnst, dann wird dir keine Steuer auf die deutsche Rente abgezogen. Du bekommst die deutsche Rente brutto ausbezahlt und in Marokko werden 80% der ausländischen Rente steuerfrei gestellt. Auf die restlichen 20% musst du dann Steuern in Marokko bezahlen. Das nächste Land auf unserer Liste ist Moldau oder Moldawien. Auch hier kein Steuerabzug aus Deutschland, wenn du dort lebst. Und in Moldawien sind ausländische Einkünfte für Ausländer steuerfrei. Natürlich ist in Moldawien gerade die geopolitische Situation, sage ich mal, ziemlich haarig, ziemlich kritisch. Ob du jetzt dorthin ziehen möchtest, wer weiß, aber das wird auch nicht für alle Zeiten anhalten. Vielleicht ist ein späterer Zeitpunkt hier dafür günstig. Das nächste Land auf unserer Liste ist Montenegro, sehr beliebt hier bei deutschen Auswanderern seit der Covid-Pandemie und auch schon davor. Wir haben etliche Mandanten, die dorthin ausgewandert sind und dort ein sehr schönes Leben an der Adria führen, fast wie in Italien, nur viel günstigere Lebenshaltungskosten. Auch in Montenegro ist es so, dass eine deutsche Rente letztlich in Deutschland nicht besteuert wird. Dir wird die Rente brutto ausbezahlt und Renten sind in Montenegro selbst steuerfrei. Das heißt, du kannst in Montenegro von deiner deutschen Rente steuerfrei leben. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Namibia, die ehemalige deutsche Kolonie im Südwesten Afrikas. Ein riesiges Land, dreimal so groß wie Deutschland, aber nur eine winzige Bevölkerung von 2 Millionen. Dort wird noch vielfach Deutsch gesprochen. Mittlerweile können dort Ruheständler relativ einfach auch eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, indem sie in eine Immobilie investieren. Für den einen oder anderen ist das vielleicht eine interessante Option und du kannst garantiert deine deutschen Brötchen auch in Namibia bekommen, denn dort gibt es tatsächlich einige deutsche Bäckereien und Geschäfte. Ein weiteres afrikanisches Land ist Sambia. Auch in Sambia sind ausländische Einkünfte steuerfrei und auch in Deutschland wird dir keine Steuer bei der Rente abgezogen, wenn du in Sambia wohnst. Das nächste Land auf unserer Liste ist die Schweiz. Wenn du in der Schweiz wohnst, fallen sämtliche Steuern, die auf Renten anfallen, in der Schweiz an und nicht in Deutschland. Die Steuern in der Schweiz sind natürlich grundsätzlich sehr viel tiefer als in Deutschland und vor allen Dingen ist die steuerliche Progression sehr viel vorteilhafter. Das heißt, viele Rentner, viele Ruheständler werden überhaupt keine Steuern bezahlen, denn vielfach sind die Steuerfreibeträge je nach Gemeinde etliche 10.000 Franken hoch. Und wenn eine Steuer bezahlt werden muss, dann vielleicht sehr gering. Allerdings muss man beachten, dass in der Schweiz die sogenannte überdachende Besteuerung gilt. Das heißt, die ersten 5 Jahre nach Umzug in der Schweiz muss die Rente noch in Deutschland besteuert werden. Das heißt, erst dann kann man letztlich von den steuerlichen Vorteilen profitieren. Das nächste Land, wir gehen zurück nach Südafrika. Auch wenn du in Südafrika wohnst, wird die deutsche Rente vom deutschen Staat nicht besteuert. Und wenn du es richtig machst in Südafrika, da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss, dann ist auch in Südafrika die Rente steuerfrei. Das heißt, da fallen keine Steuern an auf ausländische Einkünfte in Südafrika. Das nächste Land auf meiner Liste ist Thailand. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Bisher war es so, dass sämtliche ausländischen Einkünfte steuerfrei waren, wenn sie nicht im Jahr des Verdienstes überwiesen wurden. Jetzt hat man das geändert. Jetzt müssen alle Einkünfte, die nach Thailand überwiesen werden, besteuert werden.
Und in Zukunft soll es wohl so sein, dass, ob überwiesen oder nicht, Steuern auf ausländische Einkünfte anfallen. Nächstes Land auf unserer Liste ist Tunesien. Hier gilt eine ähnliche Regelung wie in Marokko. Das heißt, 80% der Rente aus dem Ausland sind steuerfrei. Auf 20% müsstest du dann tunesische Steuern bezahlen. Und das letzte Land, das 15. Land hier auf unserer Liste ist Zypern. Auch in Zypern ist es so, dass mit zypriotischem Wohnsitz in Deutschland keine Steuern bei der Rente abgezogen werden. In Zypern selbst fallen dann 5% Steuern auf die deutsche Rente an. Das heißt, eine ähnliche Regelung im Grunde genommen wie Griechenland. Nur ist es in Zypern nochmal ein paar Prozentpunkte günstiger. Soweit zu unserer Liste. Nochmal, das Ganze ist ziemlich kompliziert. Der Teufel steckt im Detail. Das ist natürlich hier eine sehr vereinfachte Darstellung. Willst du tatsächlich ins Ausland umziehen, die Besteuerung deiner Rente, deiner Ruhestandsbezüge optimieren, musst du unbedingt einen Steuerberater oder Anwalt konsultieren. Der prüft in deinem individuellen, in deinem konkreten Fall, was sich hier machen lässt. Wir haben hier Kontakte zu sehr guten Steuerberatern und Anwälten in Deutschland und können dich natürlich auch anderweitig hinsichtlich deiner Wohnsitzverlagerung ins Ausland beraten, dir bei der Auswahl des richtigen Landes helfen und dich auch bei allen anderen Aspekten dieses Vorhabens entsprechend unterstützen. Wenn das alles für dich ein Thema ist und auch du Interesse hast, ins Ausland umzuziehen als Vorruheständler und Ruheständler, um hier dich steuerlich zu optimieren, dein Vermögen zu schützen vor der Übergriffigkeit der EU, dann würde ich mich freuen, jetzt ein Beratungsgespräch mit dir zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.